Ja, liebe Freunde des Kriya-Yoga, heute ist es wieder soweit. Wir beantworten, oder ich in diesem Falle, meine Wenigkeit beantwortet eine neue Frage zum Kriya-Yoga, und das ist diejenige bezüglich meiner eigenen Kriya-Routine. Wie sieht meine Kriya-Sitzung aus? Was mache ich in einer Kriya-Sitzung? Wie lange dauert die ungefähr? Ja, dazu möchte ich eben heute Auskunft geben, und das ist natürlich etwas sehr Individuelles. Das ist etwas, was sich im Laufe von Jahren oder sogar Jahrzehnten so entwickelt hat, und das erhebt keinen Anspruch auf irgendeine Allgemeingültigkeit oder dass es irgendwie der beste Weg ist. Aber ich habe das aus den Hinweisen von Yogananda einerseits, wo ich ja in die professionelle Meditation eingeführt wurde, muss ich sagen, in der SRF, das kann ich wohl sagen. Also es gibt ja viele Meditationsanleitungen, aber davon bin ich überzeugt, dass Yogananda ein Meister des Yoga war, sehr genau wusste, was er tat und was er sagte und was er unterrichtete, und das, was er empfohlen hat, Hand und Fuß hat. Ich habe das im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, auf jeden Fall sehr deutlich gespürt und habe auch nichts Besseres gefunden. Darum bin ich immer beim Kriya-Yoga geblieben, und das, was ich da halt gelernt habe, das habe ich dann umgesetzt in diese Meditationsroutine, bei der ich eigentlich seit vielen Jahren jetzt schon bin. Ich weiß nicht mehr, aber es sind mindestens 10 Jahre, wie das ungefähr so abläuft wie heute. Natürlich muss man sich immer wieder anpassen. Man muss immer wieder jeden Tag ein bisschen auf die eigene Stimmung, auf die äußere Anforderung, auf die äußere Anforderung, auf die Lebenssituation, auf die Lebensanforderungen eingehen, und die haben natürlich Auswirkungen, Rückwirkungen auf die eigene Meditationstätigkeit. Und da sind wir schon beim Kern meines Ansatzes. Bei mir ist die Meditation das Wichtigste im Leben. Meditation ist für mich ja das Mittel, um meinen Lebenszweck zu erfüllen, spirituell weiterzukommen, meine Lebensaufgabe in dem Sinne zu erfüllen, dass ich der Einheit oder der Wahrheit, wie immer man das nennen will, das kann man nicht übersetzen in menschliche Worte. Das muss jeder für sich erfahren, was das ungefähr sein kann. Für viele bedeutet es, die nichts damit anfangen können, bedeutet es nichts. Das heißt aber nicht, dass es nichts ist, sondern das heißt nur, dass sie eben den Erkenntnisbereich noch nicht er noch nicht in den Erkenntnisbereich eingetreten sind, in dem das irgendein Verständnishorizont in ihnen anspricht. Also bei mir steht die Meditation im Mittelpunkt. Deswegen richte ich auch den ganzen Tag. Also das ist natürlich jetzt als alles, was ich jetzt sage, ist das Ideal von dem, was wirklich stattfindet. Es ist natürlich nicht jeden Tag optimal, aber ich gehe jetzt vom Optimum aus und vom Ideal dessen, was bei mir abläuft und was dabei herausspringt. Und deswegen in der Meditation wird der Tag reflektiert, alle Erlebnisse werden reflektiert, und es wird auch das, was nach der Meditation kommt, vorbereitet. Also Meditation ist für mich also die Kriya-Meditation ist für mich der Ruhepunkt im stürmischen Fahrwasser des täglichen Lebens, und das ist auch sehr gut, wenn das Fahrwasser des täglichen Lebens stürmisch ist, denn meiner Erfahrung nach und meiner Überzeugung nach führen Herausforderungen im äußeren Leben auch
zu, ja, zu einer Gegenreaktion, zu einem Gegenaufbau. Also je mehr Stärke im äußeren Leben gefordert wird, desto tiefer geht tendenziell die innere Meditation, um das Fett zu machen, was im Äußeren eben notwendig ist oder was gerade von sich geht. Und das äußere Leben hat Wirkungen auf die Meditation und andererseits auch, wenn man in der Meditation mit seinen spirituellen Übungen weiterkommt, dann hat das gleichzeitig wieder Rückwirkungen auf die äußere Tätigkeit. Denn wenn man jetzt innerlich festiger ist, wenn man Selbstbewusstsein, wenn man mehr Glück und mehr Freude, mehr Selbstbewusstsein und ja, also einen weiteren Horizont im Inneren erschließt, dann traut man sich mehr zu im äußeren Leben, dann beginnt man andere Sachen oder man vermeidet andere Sachen, auf die man vielleicht andererseits reingefallen wäre. Ich will jetzt nur ein bisschen erklären, inwieweit für mich die Meditation der Mittelpunkt meines Daseins, meines Lebens, meines Tagesablaufs auch ist. Also auch das Hinarbeiten auf die Meditation mit den Mahlzeiten ist auch ein Ding, dass ich schon früh die Erfahrung gemacht habe, dass also die Meditation mit vollem Magen etwas sehr Kontraproduktives ist. Also man tut sich nichts Gutes, wenn man mit vollem Magen meditiert. Man kann das machen, es funktioniert auch mit vollem Magen, wenn es sein muss, aber normalerweise ist es besser, wenn der Magen möglichst leer ist, wenn da sogar ein gewisser Hunger da ist, ein bisschen Schwäche sogar, dass man beim Fasten manchmal sind sehr tiefe Meditationen möglich oder man kommt sogar in eine andere Ebene des Meditierens. Also, ich habe ja zeitweise den Lichtnahrungsprozess gemacht mit vielen Tagen Fasten, Totalfasten und nach 7 Tagen oder nach 4 oder 5 Tagen schon kommt man in ganz andere Meditationsbereiche hinein. Deswegen achte ich auch schon am Tag vorher darauf, was ich esse. Also, äh, optimalerweise eben eine Mahlzeit am Tag, Mahlzeit also mit richtigen Nahrungsstoffen und abends lieber dann Obst, das da den Magen leerräumt. Also, Obst ist für mich der Schmierstoff des des inneren Systems. Also, ja, das ölt den Organismus und räumt eben den Magen oder die Gedärme aus und deswegen bin ich ein Fan von gerne viel Obst am Abend. Also das und dann andererseits auch, dass ich meine Meditation an dem Morgen, also nach langer Fastenzeit oder nach einem Intervallfasten, wie man das heute so nennt, 14, 15 Stunden Fasten, das ist dann schon mal gut, Magen leer und dann morgens aufstehen. Also, ich mache nichts nach dem Aufwachen. Grundsätzlich vom Liegen richte ich mich auf in die senkrechte Wirbelsäule, setze ich mich hin, ein Sitz und diesen Sitz bleibe ich dann. Also, ich meditiere grund oder also, Yogani empfiehlt ja Siddhasana. Das habe ich viele Jahre auch so gemacht, aber nachdem ich jetzt bei Shibendu Lahiri dann wieder war, dann bin ich wieder zu dem halben Lotussitz zurückgekommen. Ich habe auch viele Jahre äh, den ganzen Lotussitz angewandt, aber der, der ist für meine Anatomie nicht geeignet, weil er ja, gibt es noch andere Gründe dafür, dass ich kann da eben nicht so lange damit sitzen, ohne meine Sitzhaltung zu ändern, wie das wünschenswert wäre. Und deshalb, wenn ich den
den halben Lotussitz an und den ganzen, den habe ich viele Jahre dann nur für die Kriya-Techniken. Also bevor ich in die Kriya-Techniken gegangen bin, dann bin ich in den ganzen Lotussitz gegangen. Und dann habe ich die Kriya-Techniken mit dem Lotussitz gemacht. Das waren aber Zeiten, wo ich noch nicht Kechari Mudra genutzt habe. Und heute nutze ich Kechari Mudra und das hat bessere Wirkung als der Lotussitz, meiner Ansicht nach. Obwohl ich natürlich den Lotussitz also honoriere, wertschätze und jedem nur empfehlen kann, der ausreichend lang oder sogar ja ohne größere Beschwerden oder ohne negative Rückwirkung auf die Anatomie. Das ist ja auch, dass das möglich ist, wenn man zu lange im Lotussitz ist, dass man dadurch dann ja, seine Beine schädigt. Da muss man halt aufpassen. Aber wenn das möglich ist im Lotussitz, ohne dass das ist, dann ist es auf jeden Fall meiner Ansicht nach die beste Art des Sitzens in der Meditation. Aber wenn man mehrere Stunden sitzt, wie ich das gerne mache, dann wird es schwierig für für einen westlichen Körper. Gut, also ich setze mich hin und dann ist die erste Maßgabe erregungslos. Erregungslos so lange bis nach den Techniken im Grunde. Das ist also die Zeit, wie lange dann auch meine Meditation dauert. Also das hat sich dann auch damit gesteigert, dass ich länger sitzen konnte, ohne meine Sitzhaltung zu ändern. Wurden auch die Meditationen dann länger, weil ich mir, also grundsätzlich, wenn man Zeit hat und das Meditieren genießt, dann tendiert man, wie das bei mir der Fall ist, dann tendiert man dazu, länger in der Meditation zu sitzen. Und ja, es macht einfach Spaß und dann sitze ich und dann vertrödle ich, wie ich das eigentlich auch sage, auch manchmal Zeit, weil ich dann zu lange sitze, um die Kriya-Techniken vorzubereiten. Aber also deswegen die Vorgabe für mich als Disziplinierung nicht zu lange in der Meditation zu sitzen, eben so lange nur in einer Sitzhaltung zu verweilen, bis die Kriya-Techniken abgeschlossen sind. Ja, eigentlich den fast wichtigsten Aspekt des regungslosen Sitzens habe ich vergessen. Denn wenn man sich während der Meditation bewegt, wenn es nur kleine Bewegungen sind, dann ist es nicht so schlimm, aber macht auch schon einen Einfluss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel aufsteht und auf die Toilette geht oder sich irgendwie stören lässt, da kommt jemand und dann spricht man oder man erledigt mal schnell noch mal was, dann habe ich festgestellt, dass sich Inkrustationen bilden, wie ich das nenne. Diese führen dazu, dass die innere Struktur des Bewusstseins nicht mehr formbar wird und man auf der Ebene des Seins hängen bleibt, die man gerade innehat, oder sie sogar heruntergeschraubt wird und dann ist es in der Meditation, in der man gerade sitzt, nicht mehr möglich, tiefer zu gehen. Ja, manchmal lasse ich mich betölpeln und bewege mich doch. Das hat aber immer zur Folge, dass die Meditation schlechter wird, also dann kann man es gleich vergessen. Deshalb bleibe ich grundsätzlich regungslos und nur in Ausnahmefällen, was aber immer bestraft wird durch die Tatsache, die ich gerade geschildert habe. Also Kriya-Techniken heißen ja, dass man dass man Wirbelsäulenatmung macht, dass man dann in höheren Techniken auch also den Tokar, den Kopf bewegt und ja, dann Yoni Mudra, dann hebt man die Hand und dergleichen. Damit ist Bewegung verbunden und damit ist die Maßgabe der Regungslosigkeit schon aufgehoben und dann macht es eigentlich nichts mehr, sich danach zu
zu bewegen. Aber die Regungslosigkeit, die auferlegte Regungslosigkeit in der Meditation ist ein Weg, auch die Gedanken still zu bekommen. Denn wenn man sich beobachtet, wird man feststellen, dass meistens oder oft mit jeder Körperregung auch ein unkontrollierter Gedanke verbunden ist. Und über die Selbstbeobachtung und die Maßgabe, sich äh, nicht zu bewegen, also völlig still zu sitzen, kann man da seine Gefühle und sein Denken ein bisschen oder das als Hilfsmittel benutzen, um seine Gefühle und seine Gedanken ein bisschen noch mehr zu beruhigen, sagen wir mal, noch mehr zu beruhigen. Denn der Hauptweg der Sinn der Beruhigung geschieht über Hong-Sau. Also wenn ich mich hinsetze, dann wird einmal der Körper eingestellt auf eine Sitzhaltung. Ja gut, die Handhaltung, da habe ich ja immer wieder im Laufe der Jahre verschiedene Handhaltungen ausgenutzt. Also viele Jahre habe ich dann die Hände so die Hände bisschen so in Hüfthöhe gehalten und dann nur Ring und Zeigefinger zusammengelegt, um da nicht mich auf die Hände abzustützen, sondern wirklich alle also alle dirigierende Kraft des Stützens, des Aufrechtstützens eben der Wirbelsäule selbst zu verankern oder ja, davon ausgehen zu lassen. Aber seit ich 2021 war das, glaube ich, dann bei Sadhguru, da habe ich dann seine Empfehlung gelernt, dass man die beiden Finger, den Zeigefinger und den Mittelfinger einrollt und zum Daumen hin einschlägt und den kleinen Finger und den Ringfinger so lose abhält und den Daumen so locker lässt. Und das empfinde ich als sehr stabile Sitzhaltung oder sehr, sehr förderlich für die Meditation für mich, aber das muss ja jeder für sich selber herausfinden, was da am besten ist. Es gibt ja viele Anweisungen, viele Angebote, muss jeder selber das auf sich selber abstimmen. So sitze ich dann eben und dann gehe ich noch so und dann, das ist eigentlich Meditationshaltung, das Physische und das Atmen. Und dann lasse ich eigentlich los. Dann lasse ich meine Gedanken sich bewegen, meine Gefühle, dann kommt alles Mögliche. Ich versuche, alles zur Einheit zurückzubringen. Also, wenn's ganz wild ist, wenn ganz also, manchmal muss ich ja oder früher musste ich dann, wenn irgendwas geschehen ist, was ich verarbeiten musste, dann, äh dann waren die Gedanken wild und dann habe ich oft eine Affirmation genommen aus den I Am-Diskursen. Zum Beispiel: „Ich bin I'm the only intelligence a person's acting." Also, ich mache das alles auf Englisch. I'm the only intelligence ich bin die einzige Intelligenz und Gegenwart, die handelt. I'm here and I am there. I am that I am. Also gibt's ganze Reihe. Das Buch The I Am Discourse, das kann man sich von meinem Kanal herunterladen, wenn man das will. Sehr interessantes Buch, kann ich nur empfehlen. Aber wenn ich jetzt heute mich hinsetze, dann lasse ich die Gedanken eben schweifen, hauptsächlich unbeweglich und dann beobachte ich mich. Und dann dauert es eine Zeit lang, bis ich darauf komme, was ich jetzt eigentlich will. Gut, ich fühle mich jetzt erstmal gut. Die Zunge ist noch ganz normal und dann was will ich eigentlich? Ja, ähm ich will jetzt eigentlich da komme ich dann irgendwann mal drauf. Ich will jetzt eigentlich meine Atmung so beruhigen, dass ich in die Wirbelsäulenatmung gehen kann. Und da habe ich jetzt auch wieder 'ne Hürde eingebaut in meine Meditation, dass ich 20 Mal mindestens eine So-Atmung hintereinander bewusst mitzähle und
Also 20 Mal ist das Minimum, aber eigentlich angestrebt sind immer 100 Mal. Aber das 20 Mal schon zu erreichen, die Hong-Sau-Atmung mitzuzählen, bewusst, das erfordert schon gewisse Ruhe, gewisses Bewusstsein und oft mehrere Ansätze. Also da fange ich dann an, 3, 4 Mal, es kann, wenn der Atem ruhig ist, dann dauert das, bis dann der nächste Atem kommt, dann nochmal. Und dann haben wir 4 Mal geatmet und dann ist man wieder irgendwie in Gedanken und habe es vergessen. Und ja, dann kommt man wieder zurück. Also ich benutze eben nicht, wie Yogani das empfiehlt, die Mantra-Meditation. Denn, ja gut, er empfiehlt das. Er sagt, die Atemmeditation sei minderwertiger. Ich sehe es ganz gerade andersherum. Aber gut, da muss jeder selber damit seine Erfahrungen sammeln. Das Mantra-Meditation benutze ich als Vorbereitung oder nehme ich eine kleine Affirmation, um damit die Gedanken zu beruhigen. Obwohl das I am natürlich, da komme ich dann später dahin, wenn ich den Omklang höre. Dann komme ich da in eine gewisse Mantra-Meditation, wo ich dann aber das Om sein möchte. Aber zumindest diese Schwierigkeit, die Hong-Sau-Atmung bis 20 einmal mitzuzählen. Also das ist natürlich jetzt nicht auf einer Ebene, wo man jetzt äh, verstandesgesteuert jetzt sich darauf konzentriert, jetzt unbedingt jetzt bis 20 zu zählen. Dann, ich denke dann, das ist eine bewusste Willensanstrengung, da kann man das machen, aber man will ja alles locker lassen und möchte versuchen, dass man durch die Energie, die in einen reinkommt, man ist still und öffnet sich dem, ja, höheren Sphären und den höheren Energien und die wühlen dann viel auf und in diesem Rahmen möchte man dann da 20 Mal mitzählen und dann ist es relativ schwierig. Also auch wenn man jetzt viele Jahre schon meditiert hat und dann kommt es, ja, warum ist es jetzt so schwierig? Und dann kommt es dahin, dass die fehlende Einheit eigentlich, wir sind ja Bewusstsein und solange ich ein mich getrennt fühle vom Rest des Universums, solange ist das wie wie das in der Biologie beim Osmoseprozess, wo man in der Flüssigkeit eine Konzentration äh, durch eine Schicht von der anderen getrennt ist, die immer bestrebt es ist, sich auszugleichen. Und genauso ist es mit den Gedanken, solange man das Bewusstsein hat, man ist getrennt, solange werden die Gedanken irgendwie abschweifen dorthin, wo sie Richtung Einheit zurückkommen. Und das sind die Anreger, die Gedanken, die immer versuchen, zur Einheit zurückzukommen. Und der Weg eigentlich ohne Gedanken zu sein oder Herr seiner seine Gedanken, seines Bewusstseins zu sein, ist, dass man das Einheitsbewusstsein erreicht. Und dann bewege ich mich immer mehr dahin, dass ich mich auf das dritte Auge ausrichte. Dann strebt auch schon langsam, also mit der Hong-Sau-Atmung, die dann konzentrierter wird, mit der Ausrichtung des Bewusstseins auf das dritte Auge, geht dann auch die Zunge Richtung drittes Auge und dann wird es leichter, die 20 Mal mitzuzählen und dann vorzugsweise, wie gesagt, bis 100. Und dann, wenn ich die 100 erreicht habe, was manchmal erst nach einer Stunde oder länger ist, dann gehe ich in die Wirbelsäulenatmung und die mache ich regulärerweise nur 12 Mal. Also ich mache das viermal normale Wirbelsäulenatmung, dann mache ich viermal die Wechselatmung der Wirbelsäulenatmung, aber nicht mit den Fingern, sondern mit Kechari, dass ich also mit der Zunge dann die Nasenlöcher zuhalte, was sehr elegant ist, weil ich dann auch noch nicht den Körper bewegen muss. Dann mache ich eben viermal die Wechselatmung mittels Kechari und dann nochmal viermal normale, also ohne Wechselatmung, die Wirbelsäulenatmung. Und dann habe ich das 12 Mal gemacht und dann schließe ich gleich daran an Tokar. Also es ist die zweite Stufe der höheren Einweihung von Kriya-Yoga.
nach Shibendu, ja gut, solange ich eben diese höheren Einwärmungen noch nicht hatte, also die Kriya-Technik setzt sich ja, also man hat ja die Kriya-Technik, sobald man die Wirbelsäulenatmung hat. Das ist ja die einfache Kriya-Technik. Hat die Technik nur aus der Wirbelsäulenatmung bestanden. Jetzt besteht sie halt, nachdem ich den Tokka empfangen habe, nehme ich halt Tokka noch, dann wechsle ich auch das mache ich mit Atemzügen, 2 Atemzüge mit Tokka und dann stelle ich dann das auch mit Kechari wieder um. Und danach kommt die zweite Stufe der höheren Einweihungen des dynastischen Kriya, also das 3 gebeugte Kriya eigentlich. Das muss man praktiziert haben, um das zu verstehen. Das hat ein bisschen was mit ja, da muss ich extra noch mal was drüber sagen, ohne die Technik selbst zu erklären, ist aber was sehr Schönes. Gut, ich mache eben dann noch mal auch, also für 'ne normale tägliche Meditation mache ich dann vermindertes Ausmaß dieses von der 2. Stufe auch noch oder der letzten Einweihungsstufe, und damit sind die Technik geschlossen, und dann mache ich noch, also viele Jahre habe ich dann extensiv noch das Yoni Mudra gemacht, das Jyoti Mudra, und da bin ich jetzt seit einigen Jahren dazu übergegangen, das auch zu internalisieren, also nicht mehr expressiv mit dem Zuhalten der Öffnungen des Kopfes, sondern ich konzentriere mich eben so sehr auf das dritte Auge, dass ich alle Aufmerksamkeit mitziehen will und somit eben die Notwendigkeit des Schließens der Öffnungen des Kopfes mit den Fingern dann erübrige. Wobei das natürlich schwierig ist, aber ich versuche mich dann eben auf das Licht und auf den Klang zu konzentrieren, dass der Effekt ähnlich ist. Gut, das ist 'n Weg meiner eigenen Entwicklung, aber viele Jahre, wie gesagt, war immer zum Abschluss dieses Yoni Mudra, was auch geholfen hat, dieses Bewusstsein, die Energieströme, die ich im Laufe der Meditation so, ja, ein bisschen hochgehoben habe, wie ich immer das genannt habe, einzufrieren. Also, das heißt, wenn man das mit Yoni Mudra eben so sich darauf konzentriert, oder was ich jetzt mache, das internalisierte Yoni Mudra, dann hält dieser Zustand des Meditierens oder des Bewusstseinszustand, den man erreicht hat, längere Zeit an, als wenn man das nicht machen würde. Ja gut, da könnte ich jetzt natürlich auch eine lange Geschichte erzählen, wie ich dazu gekommen bin und was früher da an den Anfangsgründen meines Meditierens immer meine Probleme waren. Ja, ich denke, das wäre auch noch sinnvoll, darüber mal zu reden. Aber jetzt geht es ja darum, meine jetzige Routine zu beschreiben, und dann, wenn ich dann eben das abgeschlossen habe, dann mit dem Yoni-Mudra, dann bleibe ich noch sitzen und versuche noch mal mindestens 20 Mal bewusst Hong-Sau-Atmung mitzuzählen. Also, wie am Anfang, also ich beginne mit 20 Mal bewusst und schließe oder rahme das eigentlich ein, meine Techniken, dieses Bewusstsein. Aber andererseits muss ich da sagen, dass dann meistens der Schmerz dann schon so groß ist, dass ich dann ziemlich, hudle, wie man das bei uns sagt, also das 'n bisschen schlampig dann mitzähle oder 'n bisschen übereilt, um den 20 abzuzählen, und dann wechsle ich halt in die Beinstellung, wobei natürlich, ja, das auch ein Hinweis ist, dass die Meditation nicht in gewünschter Weise tief ist, denn wenn es optimal funktioniert, die Meditation, dann kann ich durch das Hören und die Konzentration auf den Umklang und das Licht und das als Hebel nutzen, also als Hebelwirkung nutzend, dann auch auf den Schmerz so einwirken, dass der Schmerz nicht mehr Schmerz ist, sondern da wird mir manchmal bewusst,
dass es alles, auch der Schmerz selbst erzeugt ist. Aber oft ist es leider so, dass ich wirklich Schmerz empfinde nach 1 bis 2 Stunden und dann wechsle ich das Bein und dann ist man eigentlich bereit, nochmal tief in die Meditation zu gehen und dann, also ja, Gedanken sind immer da, wie gesagt, nach meiner Theorie oder nach meiner Erkenntnis sind die Gedanken, also ja, die Gedanken, die man nicht unbedingt haben will. Also Gedanken braucht man ja, um das Leben zu steuern, aber dass da immer wieder Gedanken kommen, obwohl man jetzt eigentlich nur da sitzen will, das hängt damit zusammen, dass man das Bewusstsein, das Einheitsbewusstsein eben nicht erreicht hat. Und dann versuche ich dann nochmal tief in das Einheitsbewusstsein reinzukommen und wieder ohne Gedanken zu sein, in der Glückseligkeit zu schwelgen. Und ja, dann kommen auch Offenbarungen meist, Einsichten. Und ja, da versuche ich dann so lange drin zu bleiben, wie es geht. Und ja, das ist dann im Grunde meine Meditationsroutine, wo ich dann meist dann beglückt, zuversichtlich, ja, mit Liebe für die ganze Welt aufstehe und dann wieder in den Alltag hineingeworfen werde mit den Verpflichtungen, mit den vielen Menschen, mit den vielen Situationen auf der Erde, die eben da sind für uns daran, ja, im Endeffekt zu wachsen, aber unsere Verwirklichung dann auch zu überprüfen und ja, dann auch wieder zurückgeworfen zu werden. Und so ist das, ja, darum gehört zum also Meditation ist das Wichtige des Tages für mich, aber nachdem ich da mit der Kriya-Meditation so tief in die in die großen Tiefen reingegangen bin, ist es auch sehr gut, wieder andererseits sich ganz in die Welt zu vertiefen, Aufgaben zu haben, dort, ja, vor Aufgaben gestellt zu werden und dann mit dem, was man in der Meditation gewonnen hat, zu versuchen, da Lösungen zu finden. Und das ja, das ist immer so ein Wechselspiel. Also, tiefe Meditation, tiefe innerer Frieden und dann meistens wieder, ja, mit Familie und allem. Wahrscheinlich ist es im Ashram auch nicht anders. Gibt's ja auch, viele Menschen. Das ist meiner Ansicht nach sehr gut, dass man das hat. Und wenn man nur mit lauter lieben Menschen zusammen ist, dann ist es viel zu einfach. Und ja, dass man vor größeren Herausforderungen, habe ich ja schon gesagt, dass man vor der größeren Herausforderungen im Leben gestellt wird, auf verschiedenen Ebenen. Das fördert auch die Tiefe der Meditation, meiner Ansicht nach. Und darum suche ich lieber eine etwas feindlichere Umgebung oder fühle ich mich dort sogar wohler, auch wenn es nicht scheint so, dass ich 'n Kämpfer verwickelt bin, ja, wie zum Beispiel jetzt, mit seit mehreren Jahren schon, dass mein Vater jetzt und meine Eltern da nicht mehr das verwirklichen können, was sie sich vorgenommen haben und ich deren Projekte dann übernehmen musste, deswegen auch oder ja, verschiedene Sachen und jetzt, hineingeworfen wurde, da in, profane Aufgaben, mich mit Mietern drum zu streiten um Geld und alles Mögliche. Das empfinde ich, auch wenn ich das jetzt manchmal beklagen mag im Äußeren oder ja, es ringt einem schon, ja, im Ashram ist es natürlich angenehmer, so oberflächlich betrachtet, aber da für mich ja die Meditation und Meditation ist ja nur das Mittel zum Zweck, also die Selbsterkenntnis das Ziel ist und ich weiß, dass die Aufgaben und die Probleme oder die Herausforderungen, muss man ja sagen, im Leben
förderlich sind für die Tiefe der Meditation. Darum ist mir das natürlich vom höheren Gesichtspunkt her lieber. Und darum, also nach der Meditation ist für mich die volle Erkenntnis da. Und manchmal verliere ich das im Laufe des Tages auch wieder. Und ja, ich lebe eben von diesem Allbewusstsein und dann wieder hinaus in die Welt. Und das ist wie ein Ping-Pong-Spiel Tag und Nacht. In so ein Rhythmus. Einmal tiefe Meditation, einmal hinaus in die Welt, einmal essen, richtig kräftig essen, dann fasten. Das sind immer die 2 Seiten, wo es immer hin und her geht. Und ja, so ist mein Leben und so ist meine Meditation. Wenn jemand da noch Fragen dazu hat, gerne stellen. Ich könnte noch viel dazu sagen, aber das sei jetzt mal das so dargestellt, wie meine Meditationsroutine aussieht. Ja, gut, was ich noch sagen will, wenn ich jetzt nicht, also ich habe mein Leben so eingerichtet, schon viele Jahre, oder wenn ich studiert habe, dann gab es natürlich früher mal Vorlesungen, wo ich dann auch oft wegen der Meditation, wo ich dann da mein Optimum erreichen wollte, dann lieber die Vorlesungen geschwänzt habe oder dergleichen. Pro-Seminare oder Hauptseminare, was teilweise auch schwierig wurde. Wenn ich da irgendwelche Termine habe, dann muss ich natürlich es anders machen. Dann muss ich ein bisschen straffen und dann stelle ich mir den Wecker und dann kommt es immer darauf an, dass 6 Stunden Schlaf, da komme ich gut damit aus. Wenn ich viele Aufgaben habe, brauche ich dann auch manchmal mehr Ruhe. Aber wenn ich nach 6 Stunden Wecker stelle, dann Meditationszeit einplane, also unter 1 Stunde ist es eigentlich für mich zu wenig, das mag ich nicht. Also mindestens 1 Stunde, aber ich stelle mir dann immer die Zeit so, dass ich stelle mir 4 Wecker, einen zum Aufstehen, einen dann wo ich dann sage, jetzt muss ich anfangen, meine Kriya-Zeit anzufangen, und das ist mindestens oder spätestens nach der Hälfte der Zeit. Also am besten, wenn man jetzt die 20 Mal Zählen noch mitnehmen will, dann schon, also ich versuche dann, wenn ich weiß, ich muss jetzt bald aufstehen, und dann denke ich gleich schon dran, wenn ich mich hinsetze, dass ich jetzt zählen muss, die 20 Mal bewusst, und dann versuche ich auch dahin zu kommen, dass ich das 20 Mal da bewusst die Hong-Sau-Atmung machen kann, und dann beginnt eben sobald als möglich die Kriya-Techniken, und dann versuche ich die Kriya-Techniken durchzuziehen, und die sollten dann spätestens nach 3/4 der Zeit beendet sein, und dann bleibe ich noch 1/4 der Zeit nach den Techniken sitzen, und dann ist eigentlich nochmal Zeit, war immer lange Zeit noch Zeit zum Lesen, aber jetzt seit einigen Jahren habe ich jetzt keine Zeit mehr zum Lesen, sondern stehe dann auf zu dem, was ich machen will. Und ja, das gut, also erste Zeit aufwecken, zweite Zeit Kriya, dritte Zeit ist dann Lesen und vierte Zeit ist dann Gehen. Das waren meine 4 Wecker. Gut, also das war es jetzt mit dieser Offenlegung meiner eigenen Kriya-Praxis oder Routine. Mag als Anregung jetzt da herhalten. Hoffentlich in meinen Kriya-Yoga-Einweihungen gebe ich da auch ein Schema heraus, das ein bisschen anders aufgebaut ist. Da werde ich auch noch mal was dazu sagen zu den Konzepten von Pratishta und Visarjan. Aber dazu ein eigenes Video, wie das zu verstehen ist. Und jetzt sage ich nur Namaste, alles Gute und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, der heutige Song ist etwas, das natürlich auch zu meiner eigenen Praxis passt. Es ist im Grunde mein Lieblingssong, der auch die Haltung ausdrückt, von der ich glaube, dass sie den Kriya-Yoga am besten unterstützt, am besten die Kriya-Yoga-Praxis unterstützt. Dieser Song basiert auf einem katholischen Kirchengesang, ich weiß nicht, möglicherweise auch in der evangelischen Kirche gebraucht. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ich habe ihn neu vertont
mit KI, wie gesagt. Der deutsche Song ist auch ganz schön geworden, aber besonders gefällt mir die englische Version. Ich habe also den deutschen Text ins Englische übersetzen lassen, auch von KI. Bisschen dann noch, natürlich noch ein bisschen ausgebessert. Das muss man drüber schauen, muss man schon ein bisschen und dann ein bisschen was rumschrauben noch, aber es wird einem sehr leicht gemacht heutzutage. Aber dieser Song, What God ordains is always good, das ist wirklich etwas sehr Berührendes für mich. Ich habe es auch als Klingelton und der eben jetzt hier als heutige Song aus meinem Label Bernd Prokop, aus meinen Kanälen. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ciao. What God ordains is always good. His will remains just ever. However He begins my road, I'll trust His wise endeavor. He is my God who in distress knows well how to protect me, so I yield to His behest. What God ordains is always good. He'll not deceive or guide me wrong. He leads me on the righteous path. To Him I lift my song. His loving grace shall be my rest. He'll turn my grief to gladness. In His hands I am. What God ordains is always good. He is my faithful healer. He pours no poison in the cup, but medicine, my Savior. God faithful is, on Him I build and trust His loving kindness. My heart with peace is filled. What God ordains is always good. He is my light and life. No harm can come from Him to me. In joy or in strife, in Him I rest, both joy and pain. Await the time appointed. His truth and love remain. What God ordains is always good, though I the cup must take.